wenn jemand diagnostiziert wird, unterliegt er ja schon diesem Stigmatisierungsprozess. Also Stigma bedeutet, du hast was, pfui, geh weg, mit Autismus. Wir sagen, nee, also du hast jetzt zwar die Diagnose erhalten, aber du bist trotzdem in Ordnung. Hallo meine Wundervollen. Ich habe heute die Ehre, ein Interview mit der Vorstandsvorsitzenden Stefanie Fuhrmann des White Unicorn e.V. zu führen. Dieser Verein beschäftigt sich mit einem sehr spannenden Thema, sehr umfangreich. Bitte erzähl mir, was ihr macht. Bei uns geht es im Wesentlichen um das Thema der Vielfalt der Menschen im Sein. Das heißt, die autistischen Menschen sollen genauso wie alle anderen akzeptiert werden, so wie sie sind. Das ist unser Hauptthema und im Speziellen konzentrieren wir uns auf Kinder und Jugendliche im Bildungsbereich, weil Bildung der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe eigentlich ist. Und wir möchten, dass die autistischen Kinder so akzeptiert werden, wie sie sind und nicht irgendwie als krank oder gestört bezeichnet werden. Was passiert normalerweise, wenn jemand mit Autismus diagnostiziert wurde? Was passiert da mit so einem Kind? Wie ist da der normale Weg? Na, wir sagen ja schon erstmal nicht mit Autismus, weil das würde ja implizieren, dass es eine Krankheit ist. Aha. Also wir sagen, es ist ein autistisches Kind. Ich bin ein autistischer Mensch, ich bin autistisch. Und wir sagen nicht mit Autismus. Man sagt ja auch nicht, es ist ein Mensch mit Homosexualität, sondern es ist ein Mensch, der homosexuell ist und als Homosexueller lebt. Und so ist es bei uns Autisten genauso. Der normale Weg ist, dass das autistische Kind irgendwelchen Barrieren gegenübersteht. Zum Beispiel kommt es in den Kindergarten, dort ist es zu laut, zu hektisch, zu viele Eindrücke, sensorische Reize gehen auf das Kind ein. Es zieht sich zurück, es sagt, das ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Und das fällt natürlich auf. Und die schreien dann manchmal sehr laut oder wehren sich und schlagen um sich oder verletzen sich selber. Und das schon in so einem kleinen, jungen Alter. Oder sie können nicht mehr denken oder sie können nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen. Und wenn das dann auffällt, werden sie bei irgendwem vorstellig, Psychologe, Psychiater, und dann kriegen sie eine Diagnose. Das ist der erste Schritt, den Menschen als krank zu erklären. Okay. Wenn die Diagnose dann gestellt wurde, gibt es dann eine besondere Schule für diese Kinder oder müssen die dann in diesen fürchterlichen Alltagstrott mit rein, obwohl die das gar nicht gut verkraften? Was habe ich denn dann für Möglichkeiten? Im Grunde genau diese beiden Möglichkeiten. Also es gibt zum einen segregative Einrichtungen, nennt man das. Die werden dann in gesonderte Einrichtungen gebracht, wo man ihnen versucht beizubringen, normal zu sein. Oder sie können in dem Kindergarten bleiben, ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Also sie müssen dort wieder hin, weil die Eltern ja auch arbeiten und es besteht ja auch der Druck, das Kind abgeben zu müssen. Also muss es da wieder hin. Und ganz oft werden die dann schon in so jungem Alter mit Medikamenten konfrontiert, weil sie dann nicht mehr einschlafen können oder weil sie aggressiv werden. Und dann werden die ganzen Folgen, die aus Grund des sensorischen Zusammenbruchs passieren, therapiert. Also wenn dem Kind die Sprache ausfällt, wird nicht etwa die Umgebung verändert, damit die Sprache gar nicht erst ausfällt, sondern es wird dann therapiert, dass die Sprache ausgefallen ist. Und wenn ich jetzt betroffen bin und mein Kind nicht in so eine Sondereinrichtung stecken will, was kann ich dann tun? Zuerst mal den Begriff des Betroffenseins überdenken. Weil von was ist man betroffen? Man ist betroffen von starren Verwaltungsstrukturen, man ist betroffen von Schulen, die Barrieren beinhalten, aber man ist nicht betroffen von einer Seinsart. Und selbst wenn man autistisch als Mutter ist, eine autistische Mutter mit einem autistischen Kind, würden wir nicht von einer betroffenen Mutter sprechen, in dem Sinne, dass man von Autismus betroffen ist, sondern wir würden darüber nachdenken lassen, von was man eigentlich betroffen ist. Und zwar nach dem sozialen Behinderungsmodell. Man ist von einer Gesellschaft betroffen, die diese Andersartigkeit nicht in ihr Gesellschaftsdesign integriert hat.
Aber was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Also was kann ich denn tun, wenn mein Kind als autistisch diagnostiziert wurde? Ich möchte aber nicht, dass es jetzt wegtherapiert wird, sondern ich möchte eigentlich dem Kind die Mittel und Wege an die Hand geben, dass es sich frei entfalten kann und nicht in so eine kleine Box gepackt wird. Was kann ich machen? Also erstmal kann man machen, dass man sagt, mein Kind ist jetzt Autist, es ist diagnostiziert und man schaut, dass alles, was passiert ist, zum Beispiel wenn die Sprache ausgefallen ist, dass man dem Kind ganz viel Zeit lässt, sich zu regenerieren. Es dauert eigentlich 7 Jahre in der Regel. Wenn mal irgendein größerer Schaden eingetreten ist, weil die sensorische Überlastung stattgefunden hat, das dauert sehr lange. Das heißt, man müsste eigentlich zu Hause bleiben und dem Kind die Möglichkeit lassen, das zu tun, was es gerne macht. Wir sagen, das Kind weiß, was ihm gut tut. Wir vertrauen dem Kind in seine Fähigkeit zu wissen, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und wir hören uns ganz genau an, was das Kind sagt. Also auch wenn es schreit, ist es eine Art von Kommunikation. Dann passt ihm wahrscheinlich was nicht. Und deshalb stört uns das auch nicht, wenn es erstmal nur nonverbal kommuniziert, weil wir sagen, es kommuniziert. Und das kann auch sein, dass es sich erstmal immer mit dem Gleichen beschäftigt, weil es das Nervensystem beruhigt. Und dann machen die zum Beispiel immer nur Lego bauen. Dann wollen die tagelang und immer nur Lego. War nichts mehr anderes, aber das ist in dem Moment in Ordnung. Und dann, wenn sich das Kind langsam erholt hat, kann es seinen eigenen Weg finden, wie es mit den Barrieren umgeht. Aber erst viel später. Es wird immer davon ausgegangen, dass man die autistischen Kinder, wenn die ein so junges Alter noch haben, von 1, 2 Jahren, wie sie in den Kindergarten kommen, ja, man müsste Barrieren trainieren, aber das funktioniert nicht. Man kann Stress nicht trainieren und Panik und Angst und Fluchtverhalten. Es geht darum, dass das Kind weiß, wer es selbst ist, dass es da ganz sicher ist, dass es weiß, okay, wenn ich jetzt hier einer Lärmquelle begegne, muss ich Ohrenschützer aufsetzen oder ich hole mir Bose Ohrstöpsel, sind ja ganz modern, merkt ja keiner. Man kann überall in der ganzen Stadt sich mit Bose Ohrstöpseln bewegen und niemand wird das Gefühl bekommen, man sei auffällig. Die filtern aber den Lärm weg. So kann man in der Bahn sitzen und alles ist gut. Jetzt stellt man sich auch mal vor, weil ich ein 2-jähriges Kind, das weiß auch nicht mal, was Bose Ohrstöpsel sind. Und zudem ist es nicht gesund für die Entwicklung, wenn ich ein Kind mit 2 Jahren schon mit Ohrstöpseln zustöpsel. Weil sich ja noch die ganze Gehörstruktur entwickeln muss. Das heißt, erst ab der Pubertät eigentlich kann man sagen, so jetzt mal schau mal, wie du in der Welt mit Barrieren aktiv selber umgehen möchtest. Bis dahin, mindestens so bis 7, 8, muss man das Kind vollständig schützen, damit man sagt, du kannst jetzt einfach mal schauen, was du gerne machst, zum Beispiel Lego spielen, oder man beschäftigt sich mit Computern. Ganz viele Kinder mögen dann auch ganz gerne da kreativ werden und klicken da irgendwelche Programme herum. Draußen, vielleicht mögen sie Trampolin springen oder so. Ja, was Kinder halt so mögen. Genau. Denen fällt ja viel Es ein. ist im Grunde dasselbe, nur es kostet eben viel Zeit. Ja, es muss also erstmal eine freie Entwicklung überhaupt des Menschen an sich gegeben sein, ohne von außen mit dem Druck und dem Lärm und du bist falsch und tralala, dieses Ganze, was wir jetzt noch machen, sondern es muss sich dahingehend ändern, dass wir den Mensch sehen und das Bedürfnis des Menschen, des Kindes erkennen und das bereitstellen für das Kind. Genau. Man fragt im Grunde, ja, wer bist du, was brauchst du und was muss ich dir bereitstellen? Also, dass man Förderung anders versteht. Also es ist nicht die Förderung, normal zu werden, weil es gibt diese Norm in dem Sinne nicht. Alle Menschen sind verschieden, Autisten sind nur ganz besonders anders. Und wenn ich dem autistischen Kind die Umgebung bereitstelle, was es gerne macht, kann es daraus etwas entwickeln, seine Talente und Begabungen dann auch entfalten, was aber eben nur geht, wenn ich es nicht gleichzeitig zerstöre durch eine Barrierelast, die es nicht aushalten kann. Und der Idealfall wäre jetzt wirklich so eine eigene Schule für Autisten oder ist es viel besser, wenn das schon gemischt bleibt und nur Rücksicht genommen wird auf die vielleicht eher autistischen Kinder?
Also man hat sich in der ganzen Welt darauf geeinigt, dass die zweite Möglichkeit besser ist. Ha. Da gab es ja diese UN-Behindertenrechtskonvention, in der man eben gesagt hat, nein, es ist besser, wenn alle teilhaben können. Und deshalb gibt es diesen weltweiten Konsens, wir wollen alle zusammen sein. Das ist ja auch was ganz Wunderschönes, dass man sagt, die Kinder sollen gemeinsam aufwachsen. Also bleibt nur die zweite Möglichkeit, es muss die Umgebung verändert werden, sodass alle teilhaben können und zusammenleben können, ohne an den Barrieren zu zerbrechen. Wie war das denn in deiner Kindheit? Wurde dir was wegtherapiert? Hat man versucht, an dir rumzudoktern? Nein. Das gab es da überhaupt nicht. Ich bin in Bayern auf dem Land groß geworden und dort war es so, dass jedes Kind, das auf die Welt kam, grundsätzlich als Gott gewollt galt, weil dort waren alle katholisch. Es gab überhaupt keinen, der nicht katholisch war. Und in diesem katholischen Glauben ist es ganz wichtig, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, auch auf die Welt kommt. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich, steht außer Frage, eine Frau, die ihr Kind nicht zur Welt bringen möchte, hat ein Problem. Aber für uns Kinder, die zur Welt kamen, war es vorteilhaft, weil wir akzeptiert wurden. Also es wurde immer die Frage gestellt, wie können wir dir das Leben schön machen? Und es war viel Platz und es war viel Geld. Es war eine Zeit der aufstrebenden Menschen, die mehr Geld verdient haben, wie das heute üblich ist. Und so bin ich aufgewachsen. In einem Kindergarten mit ganz viel Platz, mit ganz vielen Menschen, die ich schon seit der Geburt kannte. 20 Kinder in einer Schulklasse, die sich alle seit ihrer Geburt mehr oder weniger kannten, aus demselben Dorf. Das war was Besonderes. Dann hast du doch aber eigentlich in deiner Kindheit genau den Idealfall erlebt, den du dir jetzt für alle Kinder wünschst. Genau, bloß es war eben ein ganz begrenzter sozialer Rahmen, weil es ein Dorf war. Und die umliegenden Dörfer waren ähnlich in der Struktur. Man hat sich dadurch ausgetauscht. Wenn ich zum Reiten gegangen bin, waren eben alle Kinder da. Ob jetzt derjenige schlechter gehört hat oder besser gehört hat oder ob er autistisch war oder nicht autistisch, das spielte keine Rolle. Die haben alle mitgemacht, alle haben voltigiert irgendwie. Und wer wollte, durfte dann auch die Ponys reiten und das war einfach existent. Also es gab die Frage danach nicht, bist du jetzt zu anders, müssen wir nicht woanders hin tun. Das entstand dann erst später und es ist natürlich dieses Modell jetzt auf eine Stadt ganz schwer übertragbar. Eine Stadt ist Platzmangel, alles ist laut. Ja. Alle anderen Kanäle sind dicht. Wenn schon die S-Bahn kommt, die Menschen riechen intensiv und so weiter. Also ich meine, das muss man alles bedenken. Das ist auf dem Land halt jetzt nicht. Da ist keiner. Da gehe ich 10 Kilometer und kommt nichts. Also das Thema ist so riesengroß, das schaffen wir jetzt hier gar nicht alles in dem einen Interview abzudenken. Nein, das geht. Ich würde mir sehr wünschen, dass du auch einen YouTube-Kanal hast, so wie ich, wo Leute Fragen stellen können und wo du halt selber auch einen Platz hast, dich kundzutun. Ist sowas in der Richtung bei dir geplant? Sag bitte ja. Ja, das ist geplant. Zum Glück, dank dir, wird es möglich, dass ich jetzt anfange, die einzelnen Themen, die ich jetzt nur alle angeschnitten habe, aufbereite und eben auch mal erkläre, was ist Neurodiversität, was bedeutet das? Oder die Frage, was mache ich mit meinem Kind in einer Stadt, wo keine Kindergärten sind, die Barrieren abbauen möchten oder können, wenn die Verwaltungen nicht wollen. Diese Fragen müssen intensiver bedacht werden und das mache ich sehr gerne.